Die ACHEMA 2024 geht endlich los. Was die Messe zu bieten hat, welche Trends es hier zu sehen gibt, darüber unterhalte ich mich jetzt im nächsten Talk mit Dr. Björn Mattes von der DECHEMA sowie mit Jürgen Nowicki, CEO von Linde. Viel Spaß! Die ACHEMA 2024 geht endlich los. Und wir reden jetzt über die Trends und über das, was hier zu sehen sein wird. Ja, wie sehr freuen Sie sich, dass die ACHEMA losgeht? Endlich, 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 oder, Herr Dr. Mattes? Ja, total. Also die ACHEMA, das ist ein 2-Jahres-Projekt bei uns in der DECHEMA. Und wir freuen uns total, dass die ACHEMA 2024 heute jetzt hier eröffnet hat mit so einer extrem großen Beteiligung, wieder starkes Wachstum im Vergleich zur 2022er Edition, die ja noch starken pandemischen Einfluss hatte. Und auch mit der größten Internationalität aller Zeiten sind wir sehr glücklich, jetzt die Woche wirklich die komplette Welt der Prozesstechnik hier in Frankfurt begrüßen zu können. Ja. Herr Nowicki, wie sieht's aus Ihrer Sicht? Ja, auch so. Linde, großer Aussteller. Viel Arbeit wie immer im Vorfeld. Auch die Freude, dass diesmal die ACHEMA wieder im normalen Format, im normalen Rhythmus zurück ist. Davon versprechen wir uns eine Menge. Dann freue ich mich auf den Austausch, auf den internationalen. Das ist immer, wir als Großanlagenbauer, es ist ja ein sehr integratives Geschäft. Wir sind angewiesen auf unsere Zulieferer und viele von denen sind hier. Und da bin ich gespannt, was die so zu bieten haben an Innovationen, neuen Sachen, Dinge, die uns da voranbringen. Und dann nicht zuletzt ist auch immer ein Thema, dass man nochmal persönliche Impulse kriegt. Ich glaube, das Vortragsprogramm, die ganzen Symposien etc. sind außergewöhnlich, mit vielen interessanten Themen. Deshalb, da freue ich mich ganz besonders drauf. Habe auch diese Woche extra 3 Tage freigemacht, um hier ein bisschen zu gucken und zu schauen. Interessante Vorträge können Sie übrigens auch am Linde-Stand hören. Wir haben das Thema Wasserstoff zum Zentrum gemacht hier. Weil wir glauben, dass vor allem grüner Wasserstoff, dass das einen kleinen Kick braucht. Ja? Und da haben wir viel zu bieten. Die Prozessindustrie steht ja gerade vor vielen Herausforderungen. Was genau sehen Sie im Moment als die größten? Soll ich anfangen? Ja, gerne. Also eine Menge. Ich meine, 3 Sachen, glaube ich, die uns alle in der Prozessindustrie beschäftigen. Nachhaltigkeit, Wandel zur Nachhaltigkeit, Energiepreise, Energiekosten, Zukunft der Energie und dann das dritte sicherlich das Thema Digitalisierung. Vor allen Dingen jetzt nochmal, ich glaube, das kommt jetzt alles zusammen, so Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik und da zu Ende zu denken oder sich auszudenken oder auch nur eine Strategie zu machen, wie man das angeht, das stellt, glaube ich, alle vor große Herausforderungen. Und auch da wird die Messe hier, glaube ich, eine Menge Input liefern. Beim Thema Nachhaltigkeit ist halt die Herausforderung für die Industrie hier, die Nachhaltigkeit auch ökonomisch tragfähig zu gestalten. Ich glaube, das ist mit die größte Herausforderung. Die Prozessindustrie hat einen relativ langen Zyklus. Ja. Die Anlagen werden auf lange Zeit geplant. Eigentlich ist in dem klassischen Modell von der Prozessindustrie so eine Disruption nicht vorgesehen. Ja. Sie machen eine Investition in eine große Anlage und die soll dann auch 20 Jahre funktionieren. Und plötzlich haben sie all diese Einflüsse, wo die Annahmen, die sie vielleicht vor 5 oder 8 Jahren getroffen haben, nicht mehr da sind. Also das ist eine große Herausforderung, die wir gemeinsam bewältigen müssen. Und ich glaube, der einzige Weg, der daraus führt, sind Innovationen und Partnerschaften. Wie greift denn die ACHEMA konkret diese Herausforderungen auf? Können Sie ein paar Beispiele nennen? Dr. Mattes. Ja, konkret haben wir dieses Jahr zur ACHEMA 2024 ja die 6 Innovationsthemen eingeführt, die wirklich auf so einer gewissen Metaebene sowohl den Kongress als auch sämtliche anderen Vortragsveranstaltungen überspannen. Das sind ja mit Process, Pharma, Lab, Green, das ganze Thema rund um Hydrogen und Digital. 6 Themen, wie es auch der Herr Nowicki gerade schon gesagt hat, die Entwicklung der aktuellen Prozessindustrie, aber auch die Entwicklung der zukünftigen vor uns stehenden Zeitdekade bestimmen werden und wo wir mit sehr hochkarätigen Vortragsformaten reingehen und das erste Mal es wirklich geschafft haben, seit langer Zeit auch richtig eine thematische Klammer zu den Innovationstreibern, die hier in der Ausstellung eine Rolle spielen, und dem Vortragsprogramm zu schaffen.
Und letztendlich, auch wenn wir das Innovationsthema haben zum Bereich Green und eins zum Thema Hydrogen, ist es auch, wie Herr Nowicki schon gesagt hat, Digitalisierung als einer der Key Enabler zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele. Also das spielt alles ineinander und da sind wir auch wieder bei einer anderen Stärke der Achema, der interdisziplinäre Austausch unterschiedlicher Fachdisziplinen, den wir seit jeher prägen, was letzten Endes ja auch bis zu den Gründertagen der Achema 1920 zurückführt. Und das werden wir diese Woche sehr, sehr stark sehen, dass wir da diskutieren müssen, weil Anlage für 20 Jahre ausgelegt, manche Teile, die sollen 30, 40 Jahre laufen. Und wenn wir mal gucken, die ersten Nachhaltigkeitsziele sollen erreicht werden 2040, 2045. Das heißt, Technologie, die ich jetzt hier auf einer Achema Source einkaufe, einsetze in meinen Anlagen, die wird immer noch im Einsatz sein, wenn die Firmen ihre Nachhaltigkeitsziele, ihr Net-Zero-Ziel erreicht haben sollen. Mhm. Und deswegen wird das wirklich das Thema sein, um das es hier bei der Achema 2024 geht. Herr Nowicki, was würden Sie sagen beim Thema Green Innovation? Das Stichwort ist gerade eben gefallen. Wo steht die Branche da im Moment auf dem Weg dahin? Ja, es ist sehr schwer, das pauschal zu sagen. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich für verschiedene Branchen. Aber in der Summe hat sich da, glaube ich, eine Menge getan. Es ist auch mit sehr viel Hoffnung ja angegangen worden vor einigen Jahren. Man hat jetzt den Eindruck, dass das Momentum so ein bisschen nachgelassen hat. Ja. Da setzt sicherlich auch die Realität so ein bisschen ein. Aber in der Summe kann ich, glaube ich, sagen, dass alle großen Player wissen, dass sich das nicht zurückdrehen lässt. Sie müssen es machen. Ich meine, was sich vielleicht noch anpassen lässt, ist die Geschwindigkeit, ja, mit der das alles vonstatten geht. Und das ist, glaube ich, auch erforderlich, weil wir brauchen auch politische Rahmenbedingungen, bei denen das alles passt. Und da hängt es, glaube ich, momentan noch ein bisschen, weil die Herausforderung, ob es jetzt die Prozessindustrie ist oder irgendeine andere Industrie, die Herausforderung ist ja für alle die gleiche. Ich meine, die Unternehmen sind for profit, die müssen es schaffen, diesen Wandel hinzukriegen, ohne dabei zu sterben. Ja, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Deshalb bin ich eigentlich ganz ermutigt. Es gibt sehr viele Initiativen. Ich glaube, die meisten meinen es auch wirklich ernst, aber es ist nicht ganz einfach. Mhm. Ja. Und deshalb sehen Sie momentan oftmals so kleine Projekte, die noch nicht so wehtun, wenn sie vielleicht das schief gehen oder daneben gehen. Aber die ganz großen Geschichten, wissen Sie, jetzt bei grünem Wasserstoff zum Beispiel, finde ich sehr, sehr ausgeprägt. Die ganz großen Geschichten, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich Industrial Scale, grüner Wasserstoff, gibt es nur sehr wenige Projekte, wo wirklich auch Mittel committed sind. Es wird sehr viel geredet, aber wenn Sie jetzt mal schauen, wo geht es wirklich voran, wo sind wirklich Mittel committed, dann wird es sehr wenig. Aber es wird sich ändern über die Zeit, ja, weil ich glaube, die Politik weiß, dass sie da eine wichtige Rolle spielt, ja, und die muss sich vielleicht auch ein bisschen ehrlich machen. Das wird kein Walk in the Park, würde ich sagen. Es wird anstrengend für viele, ja. Aber es ist der Weg, den wir gehen müssen. Das habe ich heute Morgen auch gesagt. Das schulden wir auch den nachfolgenden Generationen. Wir müssen anfangen, auch wenn es weh tut. Ja. Ob Nerd, Denker, Lenker oder Macher. Hauptsache Teamplayer. Willkommen bei Vago. Führt dieser Druck, der im Moment da auf der Branche lastet, letztlich dazu, dass viele Unternehmen aus Deutschland weggehen, woanders Produktionsstandorte aufschlagen? Oder ist es für viele auch eine Chance, für viele Unternehmen, die sie ergreifen in diesem Zug? Also ich finde, dass das Abwanderung ist ein großes Wort. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass in Massen hier Industrie aus Deutschland oder aus anderen europäischen Ländern abwandert. Ich glaube, einige Player haben vielleicht sehr pointierte Statements gemacht, um da eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil, wenn ich jetzt mal über Deutschland spreche, wir schon am Standort einige Probleme haben, wo die Politik auch helfen muss, die zu lösen. Ja, wobei die Politik das nicht alleine kann. Was wir halt sehen, ist nicht so sehr eine Abwanderung, sondern mehr eine sehr starke Überlegung bei neuen Investitionen. Mache ich die jetzt hier in Deutschland oder mache ich die in Europa oder mache ich die woanders? Ich meine, die Chemiestandorte zum Beispiel, die wir haben, die wandern nicht mal so eben ab. Da sind viele über Jahrzehnte Milliarden investiert worden. Und viele dieser Anlagen sind auch immer noch World Scale und Weltklasse und können auch
mitspielen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, gerade die Chemieindustrie ist getroffen worden durch die Energiepreise. Gas hat eine Rolle gespielt, die meisten unterschätzen in der Chemieindustrie. Das war der Energielieferant Nummer 1, wie man Prozesswärme und andere Dinge erzeugt. Und davon jetzt wegzukommen, das ist halt nichts, was man mal eben so über ein Wochenende macht. Ja? Und ich glaube, die Aufgabe der Politik wird halt sein, dass wir uns eine langfristige Energiestrategie vorlegen kann, wo die Investoren noch Vertrauen haben, dass man hier investieren kann, ohne dass einem das in 5 Jahren als Stranded Investment so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ja. Aber eine Abwanderung in der Form sehe ich nicht und es gibt definitiv auch neue Chancen. Aber das kollidiert halt momentan alles so ein bisschen, weil diese neuen Technologien nicht alle unbedingt dann oder sind sehr teuer noch oder erzeugen auch noch nicht den Wert, den man braucht, um zu sagen, da investiere ich jetzt in großem Stil rein. Und das alles muss ich so ein bisschen zurechtrückeln, ist aber angesichts der Größe der Herausforderung auch nicht ganz überraschend. Ja. Sie haben ja vorhin schon Stichwort Wasserstoff gegeben, auch ein großes Thema hier auf der Messe. Welche Rolle spielt die chemische Industrie generell bei diesem Thema, um das ganze Thema vielleicht auch in Deutschland zu pushen? Ja, also Wasserstoff ist ja ein extrem vielseitiges Element. Ja. Es dient hier, ich meine klassisch, Linde ist einer der größten Produzenten von Wasserstoff, ganz klassisch dient es als Eingangsstoff in die Chemieindustrie. Und jetzt sehen wir die Rolle vor allen Dingen auch als Energieträger. Und in der Chemieindustrie geht es dann um beides. Ja, also sowohl halt um die Chemikalie als auch um den Energieversorger, Energieträger. Also wir sehen also eine Menge Projekte, wo überlegt wird, kann ich zum Beispiel Prozesswärme, wo ich momentan klassisch mich auf Gas verlasse, kann ich das durch Wasserstoff ersetzen? Ja? Also Wasserstoffbrenner in großen Prozessanlagen sind Dinge, die jetzt durchaus überlegt werden. Kann ich einen Cracker auch mit Wasserstoff beheizen? Das ist, glaube ich, ein großes Thema bei vielen. Und von der Art von Projekten gibt es jede Menge. Ja? Das Problem, was man dabei hat, ist, dass die Farbe des Wasserstoffs da plötzlich eine Rolle spielt. Also wir würden uns vielleicht alle wünschen, dass es alles grün ist, aber man muss sagen, es ist nicht praktikabel. Die Menge an Energie, die da benötigt würde, die haben wir einfach nicht. Ja? Ich habe das heute auch schon mal gesagt, um einen World-Scale-Cracker zu betreiben, brauchen Sie irgendwo einen Gigawatt an elektrischer Energie, wenn Sie den elektrisch beheizen wollen oder mit Wasserstoff betreiben. Und diese Energie steht halt einfach nicht zur Verfügung. Und wir haben auch momentan einen Konkurrenzkampf. Weil es ist ja nicht nur die Prozessindustrie, die sich umstellt und nachhaltiger werden will, es ist ja gleichzeitig auch die Mobilität und viele andere Industrien, die genau das Gleiche machen. Das heißt, Wasserstoff und Energie werden halt zum Engpass, der sich nur über die Zeit auflösen lässt. Ja. Aber es gibt viele Projekte und wir sehen jetzt in den USA, auch wenn das in Deutschland nicht so das populärste Thema ist, aber in den USA spielt der blaue Wasserstoff jetzt eine Riesenrolle. Wir selbst sind als Linde Engineering bauen eine riesige Anlage zur Produktion von blauem Wasserstoff, also CO2-Abscheidung und Speicherung dann. Und dann steht plötzlich Wasserstoff, auch nachhaltiger Wasserstoff, kohlenstoffarmer Wasserstoff in großen Mengen zur Verfügung, wo Sie dann plötzlich auch mal ein großes Projekt machen können. Den Cracker beheizen zum Beispiel. Ja. Oder grünes Ammoniak oder blaues Ammoniak herstellen oder solche Dinge. Spielt da in den USA auch dieser Inflation Reduction Act eine große Rolle, der das Ganze halt mit fördert? Brauchen wir sowas in Europa auch? Ja, ich glaube, sowas brauchen wir in Europa auch, wobei die USA als ein Land es viel leichter hat als Europa, wo wir viele verschiedene Gesetzgebungen haben. Aber was das gezeigt hat, ist ja, ich meine, kein Land kann das stemmen nur mit Subventionen. So viel Geld hat keiner. Ja. Es muss also, privates Kapital muss mobilisiert werden und das kann man jetzt auch wieder mögen oder nicht, aber privates Kapital kommt eigentlich nur, wenn der Business Case dann auch die Chance bietet, dass man damit Geld verdient. Und das ist halt in den USA passiert. Ich meine, die Subventionen sind gewaltig, aber der Hebel, den es bei privaten Investitionen hat, ist noch viel gewaltiger. Und ich glaube, das war die Idee vom Inflation Reduction Act und die funktioniert auch ganz gut. Ja. Jetzt müssen wir sehen, dass es auch überlebt, also auch in den USA, wo Neuwahlen bevorstehen, aber auch, dass wir in Europa ähnliche Instrumente finden, die es einfach für die private Industrie, für das private Kapital attraktiv machen. Und daran fehlt es in Europa echt sehr. Also zum Beispiel in Deutschland in grünen Wasserstoff investieren wollen, ich meine, dann sind die administrativen Hürden so hoch, dass sie sagen, lass ich lieber sein. Ja? Und ich glaube, das muss die Politik regeln, dass das dem willigen Investor so leicht wie möglich gemacht wird. Und da haben wir viele Vorschläge gemacht über die Verbände, VDMA, VCI und so weiter. Und ich glaube, dass die Politik vielleicht auch nach den Wahlen jetzt noch mal ein bisschen besser zuhört, weil wir müssen diesen Wandel schaffen, ohne dass wir dabei die Gesellschaft oder die Industrie verlieren. Also wir müssen alles zusammenbringen und das erfordert Kompromisse auf allen Seiten. Ja.
Und ich glaube, so langsam sehen das mehr und mehr so. Vorhin haben wir schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Herr Dr. Mattes, was würden Sie sagen, wo steht da die Branche? Ja, Digitalisierung ist ja in dem Sinne nichts Neues. Wir reden jetzt seit ziemlich genau 10 Jahren über Digitalisierung. Das Ganze gerade hier in Deutschland ja getrieben durch das Konzept Industrie 4.0, was aber viel, viel stärker schon von Beginn an auf die Manufacturing-Industrie, die dezidierte Fertigungsindustrie ausgelegt war. In der Prozessindustrie hat man zwar dann das Thema natürlich übernommen, das hat auch ein bisschen was mit medialen und Marketingaspekten zu tun gehabt. Es hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass viele Beispiele, die in der dezidierten Fertigung relativ simpel und einfach umzusetzen sind, in der Prozessindustrie so nicht funktionieren. Wir haben als komplette Branche dort sicherlich eine gehörige Lernkurve beschritten und die Unternehmen werden zunehmend digitaler, wenngleich wir immer noch Diskussionen führen, die wir auch vor 10 Jahren schon geführt haben, gerade wenn es um Brownfield-Anlagen geht. Aber da ist auch die ACHEMA 2024 ein Zeichen dafür, in der Branche tut sich was. Wenn wir sehen, durch die Einführung des APL-Standards, welche Möglichkeiten es gibt und wie viele Unternehmen hinter diesem Standard stehen, kann man ja hier in der Nachbarhalle auch sehr, sehr gut sehen, was da für eine Dynamik drin ist und was das für die Branche bedeutet, ist meines Erachtens auch für die chemisch-pharmazeutische Industrie eine Riesenchance, die es jetzt auch zu nutzen gilt, um wirklich das komplette Potenzial, was innerhalb der Vision Digitalisierung der Prozessindustrie steckt, voll zu heben. Und darüber hinaus gibt es auch noch etliche andere Ansätze, wo ich persönlich aber sage, wir sind noch viel, viel stärker in den Kinderschuhen, wenn wir über das Thema Robotik sprechen, was hier ja zum zweiten Mal auf der ACHEMA im Bereich der Digitalisierung und Prozessautomatisierung eine verstärkte Rolle spielt. Man sieht sehr, sehr viele Roboter, sei es Roboterhunde oder andere Roboterbauten hier auf der ACHEMA, die schon Tätigkeiten übernehmen können. Es wird in Zukunft ohne Robotik auch in der Prozessindustrie nicht gehen. Erst recht nicht in Deutschland und in Europa, wo wir einen starken Fachkräftemangel haben. Da wird es notwendig sein. Auf der anderen Seite diskutieren wir aber schon über humanoide Roboter. Ja. Sind aber noch nicht so weit, dass wir einen Roboterhund, der, ich sag mal, relativ simple, einfache Funktionen übernehmen kann, wirklich in den Betrieb auf dem Shopfloor reinkriegen. Also daran sieht man die Diskrepanz und die Diskussion, die wir auch innerhalb der gesamten Industrie führen müssen, um dort auch verstärkt solche Elemente reinzubekommen. Ja, das wird noch spannend in den nächsten Jahren, wenn dann vielleicht tatsächlich mal irgendwann ein humanoider Roboter durch die Anlagen flitzt. Ja? Und das wird auch sicherlich passieren. Ich meine, die Digitalisierung ist halt, finde ich, ein klassischer Change-Prozess. Man macht jetzt Sachen anders und das läuft nach bestimmten Zyklen ab. Und da ist am Anfang dieser Enthusiasmus riesengroß und dann fällt man in so einen Realismus-Tal, weil man sieht plötzlich, also so einfach ist das doch alles nicht. Also zum Beispiel für uns als Unternehmen, und das sehe ich auch bei vielen anderen, heißt das ja, sie brauchen plötzlich ganz andere Kompetenzen. Ja? Zum Beispiel beim Thema Software. Also plötzlich müssen sie nicht nur Rohrklassen definieren, sondern vielleicht auch Programme entwickeln und solche Sachen. Und das dauert halt eine Weile. Ne? Das heißt, man kommt so Enthusiasmus, dann fällt man so in das und dann passt man sich aber langsam an. Und ich glaube, dieser Anpassungsprozess, der läuft jetzt auf Vollgas. Ich glaube, kaum einer, der hier ausstellt, kann sich die Welt ohne Digitalisierung vorstellen. Und jeder weiß, das muss ich auch machen. Und ich muss das Potenzial, das Rationalisierungspotenzial, was da drin steckt, nutzen. Ich denke, mit der künstlichen Intelligenz wird es genauso gehen. Also das ist am Anfang dieser Riesenenthusiasmus. Ja, und wenn dann jeder mal das ausprobiert hat und hat seine Geburtstagsreden sich schreiben lassen, ja, und die Textzusammenfassung, dann überlegt man sich, was mache ich denn jetzt so damit? Yeah. Und ich glaube, die Fortschritte sind so dramatisch, wie man es jetzt gesehen hat, dass man kann sich jetzt mit dem Computer fast unterhalten wie einem Menschen. Und jetzt kommen mit der Robotik zum Beispiel, wenn ich das dann zu Ende denke, jetzt verleihen sie diesem System auch noch Arme und Beine und Augen und eine Nase. Und dann ist dieser humanoide Kollege jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ja?
Aber das wird genauso laufen, das wird eine Weile dauern. Gerade in der Prozessindustrie, die in vielen Bereichen halt eine relativ lange Zündschnur hat. Ja? Eben weil es so langzyklisch ist und viele Investitionen auch da sind und bis man da was Neues macht, das dauert eine Weile. Aber es kommt, es ist überall sichtbar. Dauert vielleicht ein bisschen länger, als man am Anfang gedacht hat, aber ist auf Vormarsch. Ja, insofern freue ich mich, nachher auch einmal über die Messe zu laufen, um zu gucken, da gibt's was tolle es Sachen. gibt. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Gute Danke Ihnen. Messe Ihnen Herzlichen beiden. Dank. Danke.